Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch sicherlich, was mache ich hier mitten auf dem Feld? Heute ist der erste Tag dieses Jahr, wo ich wirklich Motorrad fahre. Und zwar nicht mit meinem Bike, sondern wir haben die Pan America von Harley Davidson dabei. Und worum soll es heute gehen? Ganz einfach. Heute haben wir kein Thema. Ich komme gerade vom Beintraining, habe vorher die Karre abgeholt, weil ich 2 Tage Urlaub habe und mein Bike, wie ihr wisst, ja noch nicht ganz fertig ist. Und da habe ich mir doch gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Das heißt, erste Fahrt dieses Jahr, nach 2-3 Monaten nicht fahren, direkt ein bisschen auf Schotter, Offroad im Wald. Mal gucken, was wir machen. Ich werde es ruhig angehen lassen. Wait a minute. Oh. Darüber Also, wir fahren einfach mal. Ich setze mir den Helm auf. Wir haben genug Videos gehabt, wo wir gelabert haben. Jetzt wird gefahren. Oh, ich habe so Bock. Genau das hier ist das, was wir alle vermisst haben. Einfach mal am Abend auf dem Rückweg vom Gym, von der Arbeit oder auch danach so eine kleine Runde. Also es muss ja gar nicht immer eine riesen Motorradtour sein. Eine kleine Runde. Einfach mal fahren, Sonnenuntergang, warm. Perfekt, wirklich. Aber ich habe richtig Bock. Ich habe auch richtig Bock auf die Saison. Wir nutzen einfach mal das Video heute hier. Oh, ganz schön rutschig hier auf dem Gras. Wir nutzen einfach mal das Video hier heute und labern mal so ein bisschen über die kommende Saison. Ich muss mich ein bisschen hier natürlich konzentrieren, weil es ist doch rutschiger, als ich es dachte. Ist nämlich hier wieder Sandboden. Diese Saison wird, glaube ich, richtig fett. Also ich habe sehr viele Sachen auf dem Plan, sehr viele Ideen. Mein Motorrad ist jetzt auch fast fertig. Also die einzigen beiden Sachen, die jetzt noch fehlen, ist mein Luftfilter. Der soll aber voraussichtlich morgen zugestellt werden. Und ja, that's it, ne? Dann muss das Ganze halt natürlich noch eingetragen werden. Also die Pullback-Riser müssen eingetragen werden. Und auch der Luftfilter natürlich. Da gibt es dann natürlich ein Kombigutachten zu für die Jacqueline Hyde-Anlage. Das hat alles seinen legalen Rahmen. Also für die Leute, ich weiß, einige von euch wollen den Filter unbedingt haben und fragen mich schon immer. Keine Sorge, wenn ihr eine Jacqueline Hyde fahrt, einmal hier ein bisschen Gas geben, dann wird das legal sein. Ich habe mir ein paar schöne Strecken rausgesucht, ein paar schöne Ziele. Nur mal als Beispiel, Hermannsdenkmal werden wir mal hochfahren. Ist ja quasi so die Inspiration für unser Logo von Harley Davidson Bielefeld gewesen. Wir werden mal in meine alte Heimat fahren, habe ich mir überlegt. Und ich zeige euch mal, wo ich eigentlich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. So ein bisschen die Spots. Das wird dann ein sehr privates, persönliches Video für die, die es interessiert. Und eventuell machen wir mal ein Video in der Saison, wo ich mein allererstes Motorrad nochmal fahre. Haben wir ja auch Videos hier auf dem Kanal. Habe ich damals ja so eine kleine Videoreihe gemacht. Will ich auch in Kürze mal nochmal drauf reacten, dass wir uns das nochmal zusammen angucken. Und ja, das wäre vielleicht auch, finde ich, ganz interessant, da einfach nochmal zu gucken, also habe ich das so in Erinnerung, wie es ist, oder fährt sich das Motorrad anders? Also ich vermisse es manchmal, weil das Bike hat halt Vergaser von 1997. Das ist halt schon geil, ne? Also wenn euch das interessiert, dann würde ich nochmal ein Video drehen, wo ich nochmal mein allererstes Motorrad fahre. Fände ich auf jeden Fall cool. Das Thema Customizing ist mit Sicherheit auch noch nicht ganz beendet. Wir werden mit Sicherheit noch ein paar Kleinigkeiten auch in der Saison vielleicht machen. Oh, Riesenschlagloch. Ja, und dann gucken wir einfach mal, ne? Hier wird es jetzt, glaube ich, wieder rutschig. Da muss ich mich mal hinstellen vielleicht. Boah, ey, so lange nicht gefahren und jetzt direkt im Stehen. Das ist echt weird. Welchen Gang haben wir? Zweiten. Für die Leute, die jetzt hier Offroad-Profis sind, die werden mich jetzt wieder hier auslachen wahrscheinlich. Aber für mich ist das, ja, für mich ist das hier schon anspruchsvoll, weil ich das einfach nicht gewöhnt bin. Aber es macht Spaß und ich bin bereit, da mehr zu lernen. So, hier wird es jetzt kritisch. So, geht aber alles. Ist relativ... Oh. Oh. Perfekt. Dann haben wir das auch schon mal geübt. Scheiße. Scheiße, war zu matschig. Egal, ist glaube ich nichts passiert. Oh, ich hoffe, ich kriege die alleine wieder hoch. Sonst habe ich ein Problem. Aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Oh. Ständer ist ja raus. So, und oben ist sie. Ich will die jetzt nicht abstellen auf dem Ständer. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Da ist nichts dran, das ist so krass. Aber da sind sie auch für gebaut. Na, da war ich zu übermütig.
Ich hab's ja gesagt. Aber ey, ist okay. Aus Fehlern lernt man. Ich hoffe nur, ich komme hier raus. Weil es ist sehr rutschig. Oh. Aber dieses Motorrad, das juckt ja gar nicht, ne? Ich bin ein bisschen am Zittern. Aber mir ist nichts passiert. Das war, glaube ich, mal überfällig. Aber egal. Alles gut. Nichts passiert. Das war zu rutschig. Das war zu rutschig. Boah, hier ist aber auch Schlamm. So, wir fahren mal darüber. Ja, ich habe die falschen Reifen für dieses Gelände hier. Wir haben nämlich die normalen Straßenreifen drauf. Kurz hier abstellen und klarkommen. Ah, das gibt's doch nicht, Alter. Ich fahre hier 10 Minuten und ich lege mich ernsthaft auf die Fresse. Okay, hier ist es zu matschig für den Seitenständer. Ich fahre mal darüber. Seid nicht so behindert wie ich und fahrt bei eurer ersten Fahrt Offroad in dem Jahr. Das ist wirklich dumm. Es ist wirklich dumm. Aber ich sag euch auch ehrlich, ich habe mich bisher noch nie gemault. Ich hatte einmal eine Situation mit meinem alten Bike, wo ich fast auf die Fresse geflogen wäre, aber nur weil mir der Kupplungszug gerissen ist. Konnte ich aber noch saven. Aber ich glaube, es war wichtig für mich, diese Erfahrung jetzt auch mal zu machen und zu sehen, gerade bei Offroad oder so, es passiert jetzt nichts Dramatisches, ne? Wir waren ja langsam, ich habe ja nichts übertrieben. So, hier können wir jetzt mal einmal anhalten. Nur noch mal einmal wirklich in Ruhe gucken, ob mit dem Bike alles gut ist, bevor wir jetzt hier weiterfahren. Das war mein Fuß. Mal einmal hier die Klappe zu. So, wir schauen mal. Das ist alles nur Dreck. Da ist nichts dran. Hier ist nur Dreck. Dreck. Auch nur Dreck. Ich meine, es war halt auch so matschig. Was soll da kaputt gehen, ne? Das Ding ist halt auch dafür gebaut. Hier ist nicht mal ein Kratzer dran. Brutal. Also wirklich, Harley, Daumen hoch. Gut, dass ich eine Schutzhose anhabe. Habe ich mich verletzt? Nö, auch nicht. Also da, schöne Grüße an Moji. Left Lane Closing funktioniert. Aramid verstärkt. So war das Video nicht geplant. Aber seht's als Learning. Ich meine, guckt euch die Reifen an. Das sind nicht die Offroad-Reifen. Wenn die sich zusetzen, dann ist es halt so, ne? Mich wundert es, weil wir sind genau da schon mal lang gefahren. Im kompletten Regen und Schlamm. Und ich glaube, das lag jetzt nur daran, nicht, dass ich dumm gefahren bin oder so, vielleicht ein bisschen, klar, sondern es lag hauptsächlich daran, dass die hier mit einem großen Trecker durchgefahren sind und das komplett umgewühlt war. Aber gut, ist wie es ist. Ich würde sagen, weiter geht's. Da sind wir wieder. Du kannst hinfallen im Leben, aber du musst wieder aufstehen. Es ist einfach so. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch schon mal auf die Fresse gelegt habt und wenn, wie das sich abgespielt hat und ob euch was passiert ist oder nicht. Ich meine, auf der Straße ist natürlich noch was ganz anderes. So ein kleiner Patzer Offroad mit 25 km/h oder was das war, da passiert ja nichts, außer ich würde mich jetzt unter Motorrad einklemmen. Aber da habe ich schon aufgepasst. Aber schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare. Das würde mich mal brennend interessieren, was ihr damit so für Erfahrungen gemacht habt. Für die Leute unter euch, die wirklich Offroad-Erfahrung haben, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare. Ich bin ja jemand, der lernwillig ist und aus so einem Fehler kann man nur lernen. Schreibt mir mal in die Kommentare, habe ich irgendeinen gravierenden Fehler gemacht jetzt aus Offroad-fahrerischer Sicht oder lag es einfach an der Kombination der Reifen und des Bodens? Das wäre für mich sehr interessant. Es ist wichtig zu lernen und ich fahre halt nun mal erst seit ein paar Jahren Motorrad. Da kann man ja auch nicht erwarten, dass ich alles direkt kann, ne? Eine kleine Schotterpiste werde ich gleich auf jeden Fall noch fahren. Denn ich werde garantiert nicht diesen Tag beenden oder das Video beenden mit irgendeiner Negativerfahrung. Denn das ist im Leben immer ganz wichtig. Guckt, dass ihr irgendwie mit was Positivem die Sache zu Ende bringt. Weil sonst sind das so Situationen, wo man dann beim nächsten Mal denkt, ah scheiße, ich habe mich da auf Fresse gelegt, mache ich nicht mehr. Und dann verliert man Spaß. So, ich bin jetzt da, wo ich hin wollte. Hier sollte keinerlei Schlamm sein. Wir werden jetzt nochmal hier so eine kleine Schotterpiste fahren, bevor ich das Video beende. Einfach nur, damit ich das nochmal einmal gemacht habe, denn ich merke jetzt, ich bin jetzt so 15 Minuten circa gefahren seit des letzten Clips und ich merke, in mir ist jetzt so ein Widerstand, wo ich mir sage, wenn du hier jetzt lang fährst und das passiert nochmal. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt angreifen werden und sagen, scheiß drauf, wir schaffen das. Also let's go. Nur so kann man lernen. Und diesmal mache ich es direkt im Stehen, weil gerade war ich vielleicht auch nicht hoch genug positioniert. Weil dann sollte das nämlich alles kein Problem sein, weil ich jetzt mein Gewicht besser verteilen kann.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich in der Situation da gesessen oder gestanden habe. Ich glaube, ich habe sogar gesessen und das war vielleicht auch schon so der größte Fehler. Hier ist es jetzt zum Glück auch nicht so matschig, aber das geht besser. Das im Stehen ist besser. Wir nehmen extra jetzt auch hier das Schlagloch mit. Bisschen nach hinten lehnen dabei. Na, dann geht das hier auch. Dann ist das auch kein Problem. Und so kriegt man sein scheiß Selbstbewusstsein nämlich dann auch wieder. Seht ihr? Dann klappt das auch alles. Ich halte hier nochmal kurz an. Jetzt einfach nochmal kurz so, zum Ende des Videos. Da hinten steht das Bike. Ich gehe mal ein kleines Schrittchen weg, damit es nicht zu laut ist. War wichtig für mich persönlich, jetzt nochmal hier kurz diesen Schotterweg zu fahren, auch wenn das jetzt wirklich nichts Besonderes oder Schwieriges war. Aber jetzt weiß ich, okay, ne, es ist jetzt nicht gesagt, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo von einer befestigten Straße runterfahre, ich mich auf die Fresse lege. Aber ja, man muss die Erfahrung auch mal machen. Ihr wart dabei, das war meine erste Ausfahrt 2025. Hoffentlich auch der letzte Unfall dieses Jahr. Wir werden sehen. Lasst trotzdem gerne einen Daumen hoch da, lasst eine Bewertung da, abonniert den Kanal und dann geht's hier demnächst richtig rund mit Content. Leute, macht's gut, fahrt immer vorsichtig und seid nicht so dämlich wie ich. Haut rein! Heute geht es um ein kleines Zwischenfazit zu meiner Lowrider S. Wir sind ja aktuell am Umbauen und es sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten passiert, die aber alle so minimal waren, dass ich da keine einzelnen Videos drüber machen wollte.